Haben die Leute bei Tinder eigentlich mal darüber nachgedacht, dass man auf Tindorg vielleicht nur den Hund will? Liebe Grüße an die Geschäftsführer von Tinder. Also ich komme dann wieder, ich mache dann Tindorg. Hey Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Kennst du das Gefühl, beim Swipen auf Tinder einfach nur noch überfordert zu sein? In der heutigen digitalen Welt bietet Tinder die besten Möglichkeiten, um den perfekten Partner zu finden. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, aber wie viele sind denn da überhaupt noch angemeldet? Circa 9,9 Millionen Menschen. Und ich spreche auch nicht von Tindorg, das Tinder für Hunde, wo sich die Leute eventuell beim Spazierengehen doch eher in den Hund verlieben könnten, sondern das Tinder für alle, ohne Hund und ohne Katze. Es gibt auch Tinder für Katzen. Die unzähligen Möglichkeiten auf Dating-Apps wie Tinder können überwältigend sein, oder wir sind ständig am Scrollen, Wischen oder Vergleichen, immer auf der Suche nach dem idealen Partner. Und was ist, wenn wir das perfekte Match gefunden haben? Zögern wir häufig. Wir wissen auf einmal nicht mehr, ob das überhaupt die richtige Entscheidung war. Die Antwort liegt meistens in der Choice-Overload-Theorie, eine Theorie, die besagt, wenn es zu viele Möglichkeiten gibt, kann es Menschen verunsichern, ne? Weil es eben auch keine Verbindung zu den Gesichtern gibt. Wir kennen die Menschen nicht und wer weiß, was kommt. Ne? Wir wissen eben nicht, ob der nächste Swipe der richtige ist. Ja, gilt übrigens auch für Männer und somit befinden wir uns immer wieder in dieser endlosen Schleife auf der Suche nach dem idealen Partner und das kann natürlich mega frustrierend sein. Es ist ein Gefühl, als würden wir ständig nach den besseren Angeboten suchen, ne? Lidl, Aldi, Penny, wo gibt es die besseren Schnäppchen? Das kann uns unsicher machen und wir können sogar anfangen, Dating-Apps zu meiden, weil wir uns einfach nicht entscheiden können. Und in der realen Welt suchen wir doch alle einen Partner, dem wir vertrauen können, mit dem wir reden können, wo es auch emotional passt, oder? Und bei Tinder müssen wir diese Entscheidung aufgrund einiger Fotos treffen. Also im Prinzip müssen wir uns zuerst auf das Äußere konzentrieren, um dann zu schauen, ob es matcht, ne? Oder ob dann auch wirklich alles passt. Ich kann euch sagen, Tinder ist nicht so meine Welt, denn ich bin sehr schreibfaul. Also wenn mich jemand schon dreimal fragt, wie geht's dir, bin ich raus. Wenn mich jemand fragt, wie mein Tag läuft, schreibe ich gut. Ja, nur gut. Ich weiß, dass es auch Menschen gibt, die gerne schreiben. Ich bin das auf jeden Fall nicht. Und so habe ich dann auch meine Probleme auf Tinder oder bei Tinder. Ne? Und das ist eben das Problem, dass man so einfach jemanden nicht richtig kennenlernen kann. Ne? Das ist eben so. Und von daher habe ich mich dann irgendwann auf die reale Welt konzentriert. Ich glaube, die Antwort liegt in der Selbstreflexion, dass man einen Schritt zurückgeht und seine Prioritäten und Wünsche checkt. Ne? Dass man sich auch mal fragt, was suche ich eigentlich? Was möchte ich für einen Partner haben. Ich glaube, dass man so einfach viel bessere Entscheidungen trifft. Vor allem werden wir ständig damit konfrontiert. Im Supermarkt, im Kaufhaus oder auch bei der Partnersuche. Wir müssen ständig die perfekte Entscheidung treffen. Vielleicht sollte man am Anfang auch auf Eigenschaften setzen, die über das Äußere hinausgehen, wie zum Beispiel auf Freundlichkeit, aktives Zuhören, richtiges Interesse. Es ist manchmal schwierig, weil die Äußerlichkeit oder das Äußere natürlich auch blendet. Das soll nicht heißen, dass die körperliche Anziehungskraft nicht wichtig ist, aber die Verbindung, ne, die emotionale Verbindung oder auch das Authentische bauen wir doch nur auf, wenn wir den Menschen richtig kennen, doch nicht nur über die äußere Hülle. Es geht doch darum, jemanden zu finden, dem wir wirklich wichtig sind und der uns versteht. Und laut Experten gelingt das nur dann, wenn wir aufhören, durch hunderte Profile zu scrollen und uns einfach nur auf eine kleinere Gruppe konzentrieren und die dann besser kennenlernen. Damit meint man nicht, dass man sich nur auf einen konzentrieren muss oder auf eine, aber dass man die Auswahl einfach einschränkt. Ob es am Ende passt, das weiß man nicht, aber man ist in dieser Endlosschleife nicht gefangen und immer wieder auf der Suche nach dem idealen Partner. Also man ist nicht in dieser Überflutung gefangen. Tinder macht vereinzelt immer wieder Schlagzeilen mit den ganzen Fake-Profilen. Also Liebesbetrug ist momentan doch aktuell. Also sprich Menschen, die dann hinter Fake-Profilen stecken und versuchen, ein Vertrauen zu dir aufzubauen und dich dann dazu manipulieren, zu investieren. Ich glaube Kryptowährung. Ich bin nicht so ganz up-to-date. Wenn du jetzt denkst, hey, wer fällt denn darauf rein? Ich sage nur Enkeltrick. Ein gutes Beispiel ist der Film auf Netflix. Dokumentarfilm. Also wenn ihr so ein bisschen auf True Crime steht, Sweet Bobby.
Genau. Es geht um eine Frau, die 8 Jahre lang eine virtuelle Beziehung zu einem Mann auf Facebook führt, den sie eigentlich gar nicht kennt. Und am Ende nimmt es eine ganz dramatische Wendung, sehr, sehr interessant. Das zeigt, dass man ein Stück weit manipulierbar ist, ne? Auch wenn du den Menschen nicht wirklich kennst, aber die Sehnsucht nach der Liebe hast, ne? Nach dem wahren Partner, dass du vielleicht doch beeinflussbar bist. Was habt ihr für Erfahrungen auf Dating-Apps oder speziell auf Tinder? Habt ihr gute oder schlechte Erfahrungen gesammelt? Hinterlasst mir sehr gerne euer Feedback. Und ich denke, dass Tinder gar nicht so schlecht ist. Gerade wenn du viel am Arbeiten bist oder so, hast du einfach die Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen. Und nicht jeder lernt seinen Traumpartner im Supermarkt kennen oder im Bauhaus oder im Kaufhaus. Wenn du immer noch auf der Suche nach dem Richtigen bist, dann wünsche ich mir, dass Tinder für dich das Perfect Match hat. Aber auch die richtige, ne? Oder den richtigen. Traummann, Traumfrau, Traumhund, Traumkatze. Haben die Leute bei Tinder eigentlich mal darüber nachgedacht, dass man auf Tindorg vielleicht nur den Hund will und nicht den Besitzer? Liebe Grüße an die Geschäftsführer von Tinder. Also ich komme dann wieder. Ich mache dann Tindorg, ne? Oder Tincat. Du, der eine sucht eben seinen Traumpartner und ich suche mein Traumtier. Geht ja auch. Habt eine schöne Woche. Macht es gut.